The Alps, covered in snow. A sight that's changing. Schnee wird immer kostbarer und weniger. Das hat sich deutlich verändert, das kann man nicht leugnen. Angefangen hat es mit sehr viel Regen. Man merkt, dass mehr Kunstschnee ist als jetzt normaler Schnee. In this last 100 years, we lost more than 1/3 of the snow that we have before. The mountain village of Balderschwang, a popular German ski resort where one could almost certainly find snow. But the snow no longer falls in the quantity it used to. With a general lack of snow in the Alps, how much longer will it be possible to enjoy ski trips in the region? Die kalten Tage, die es gegeben hat im Januar, Februar, die dafür natürlich gesorgt hat, dass der Schnee, der da ist, natürlich besser hält, die fehlen uns. This lack of snow has a lot to do with climate change, and this phenomenon is studied at the EORAC Research Institute in Bolzano in northern Italy. It comes to a high probability of the increase of natural and climatic hazards. We found a negative overall trend in the last 100 years for the seasonal fresh snow. February 2025, high season at Balderschwang Ski Resort. The small mountain village in the Oberallgäu region is considered one of the most snow-rich ski resorts in Germany. At an altitude of 1,044 meters, Balderschwang lies in the middle of a high valley that is also known as Bavarian Siberia, due to the amount of snow it typically receives. Unsere Kinder haben hier Skifahren gelernt und unser Ältester wird jetzt 36. Und jetzt haben wir Enkelkinder und die sind 5 und 3, 3, 3, 1. Wunderbar, sie lernen jetzt auch Skifahren hier in Balderschwang. Wir haben jetzt in dieser Saison seit Mitte Dezember durchgehend Langlaufbetrieb hier, ohne Unterbrechung. Vor allen Dingen dieser Naturschnee, das finde ich wunderbar. Wir kommen hier schon seit Jahren her, weil es immer ein sehr sicheres Skigebiet ist. Wir sind zum ersten Mal in Balderschwang im Skigebiet und sind begeistert von den Pisten. Letztes Jahr in anderen Skigebieten war es wirklich deutlich schlimmer. Also klar, man sieht, es ist hier natürlich alles ein bisschen grüner geworden die letzte Zeit, aber so an sich, ja, ein paar glatte Stellen, aber ich bin hier eigentlich sehr zufrieden. So far, Balderschwang has had more snow than many alpine ski resorts that are higher up. Das liegt an der geografischen Lage dieser Gemeinde. Wir sind so zum Bodensee hinaus geöffnet wie so ein Trichter. Und dann machen sich die Berge zu, schließen sich und da bleiben die Wolken hängen und dann haben wir mehr Niederschläge. Also Balderschwang ist sehr niederschlagsreich. Das bedeutet im Sommer ein bisschen mehr Wasser, das ist gut, und im Winter natürlich den Schnee. Despite the busy winter season, even here in Balderschwang, you can clearly feel that things are changing. Bei uns ist es so, dass vor 20 Jahren wir noch von 150 Betriebstagen im Skigebiet gesprochen haben. Und jetzt sind wir bei 100. Unlike in other regions of the Alps, no ski slopes have had to close here yet. But the brown shade of the southern slopes is unmistakable. Balderschwang is prepared to make artificial snow on 80% of its slopes. Wir haben früher nur den reinen Wintergast gehabt, der zum alpinen Skifahren gekommen ist. Wir haben uns in allen Bereichen umgestellt und haben dieses Wintererlebnis in den Vordergrund gestellt. Also im Schnee Urlaub zu machen. Und dazu gehört nicht nur der alpine Skisport, sondern der nordische Skisport, ganz wichtig, aber auch das Schneeschuhwandern, das Schneeschuhlaufen, das Tourengehen. Das sind alles so Bereiche, wo wir ausgebaut haben. Die Winterwanderwege haben wir mit ausgebaut, dass wir sogenannt switchen können zwischen dem Wintersport und dem Wintererlebnis. Bolzano, South Tyrol in North Italy. Scientists at the EORAC Research Institute are studying climate change and its effects on the Alps. It's been proven that the amount of snowfall in the entire alpine region has decreased drastically, especially since the 1980s. Until the 80s, overall, the average fresh snow, seasonal fresh snow, was more or less the same.
while after the 80s, due to this strong increase of the temperature, the fresh snow started to be less and less. A trip to the measuring station in the mountains near Bolzano. Michele Bozzoli and a team of researchers have investigated the amount of snowfall in the Alps between 1920 and 2020. They analysed weather data from the archives as well as 46 measuring stations around the wider Alpine region. In the last 100 years, we had lost more than 30% of the snow. It means that will be less natural snow in the future, and so the ski area located below 1,500 meters will experience less snow. Back at the EORAC Research Institute in Bolzano. Philip Corradini is researching the impact of this dramatic climate change data on tourism in the Alps. The overall theme is we would like to increase the resilience of alpine-based snow tourism destinations, especially the small destinations which are just medium to low heights. So we are talking about 1,500 meters maximum, because these type of destinations oftentimes in the future will quite likely encounter some issues when it comes to their winter tourism product, especially if it's strongly connected to snow. The project has been running for more than 2 years and will end in October 2025. There is no one measure fits all when it comes to climate change adaptation of tourism destinations. You really have to first understand how the destinations is structured on the basis of the infrastructure that they have, on the basis of the natural and cultural heritage that they have, and of course to understand as well which aspects are not considered yet for tourism, for instance. Balderschwang is part of the EU's Beyond Snow project, which helps alpine tourism areas adapt to climate change and remain attractive to tourists. Für uns hat es auch gebracht im Verständnis mit den touristischen Leistungsträger unserer Gemeinde, wie man mit diesem Thema des Klimawandels umgeht. Das hat dieses Projekt mitgebracht. Wir sind mit unseren Leistungsträgern, aber auch mit den Bürgern in Balderschwang, haben wir verschiedene Regionen mit angeschaut und haben dann bei diesen Informationsfahrten darüber diskutiert, wie kann man Balderschwang weiterentwickeln. Und das war für uns ein großer, großer Mehrwert. Balderschwang. In Germany, the presence of snow is quite, let's say, ensured throughout the years, but they still try to adapt a little bit to climate change by implementing additional offers. For instance, to develop offers also for spring and autumn, or for the summer. So it goes in the direction of year-round tourism, which is one of the general strategies many mountain tourism destinations, of course, try to embark on. The fact that changes are also afoot in the snowy paradise of Balderschwang cannot be overlooked. Tourists are paying attention. Im alpinen Bereich sehe ich das Ganze schon kritisch auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Früher war schon viel mehr Schnee um diese Zeit. Sehr deutlich hat sich das verändert. Also wir hatten am Anfang, ich glaube, ich bin jetzt fast 20 Jahre hier, durchaus 2 bis 3 Meter hoch den Schnee. Ne, dann mussten wir teilweise hier durch wie so Tunnel fahren, so viel Schnee lag hier. Und es war auch deutlich kälter. Und so in den letzten Jahren hat das sehr nachgelassen. Angefangen hat es mit sehr viel Regen, den wir dann immer erlebt haben. Da konnten wir teilweise den ganzen Tag auch nicht fahren, weil es so stark geregnet hat. Ist eigentlich immer schneesicher gewesen, hat natürlich stark nachgelassen. Also die ersten Jahre lagen ja viel mehr Schnee. Man muss sich eben
vielleicht umorientieren. Ich werde mal im Sommer herfahren hier. Ist ja wunderschön, wunderschöne Wanderwege, wenn man die Hütten dann auch zu Fuß erreichen kann. One thing about the future of Balderschwang is certain. There will be less snow, which will change winter tourism. Some ski areas are fighting it with all their might, while others, like Balderschwang, are adapting to the reality of the situation. The sooner, the better.